Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute geht es mal wieder um das Thema XP, Party XP, Leecher und so weiter. Weil auf dem FEC gibt es aktuell wieder, Leute, die denken, sie haben das System gedribbelt oder so. Und ich möchte einfach nur meinen Standpunkt dazu geben und auch einfach meinen Test vorlegen, den ich selber gemacht habe. Den dann kann jeder so nachtesten für seinen eigenen Charakter. Und sollte jemand zu einem anderen Ergebnis kommen, würde es mich extrem wundern. Aber letztendlich kann ja jeder machen, was er will. Worum geht's konkret? Also es geht darum, dass Leute behaupten, wenn man ein Leecher hat versus 8 Leecher, Party auf Schaden und die folgen einem einfach, alle sind also inaktiv, würde man mehr XP bekommen. Also mit 8 würde man mehr XP bekommen als mit einem. Und das habt ihr bestimmt schon mal gesehen im Shout oder auch rumlaufend, dass Leute aktiv Leecher sammeln. Und ich dachte, der Grund wäre halt wegen wegen Party-Scrolls, damit man mit Link Attack levelt, wodurch man ja auch mehr XP bekommt, weil man mehr Schaden macht. Und sich aber die Party-Scrolls nicht kaufen muss. Und man muss selber keine 8 Chars erstellen, sondern man nimmt einfach irgendwelche 8 Randoms, lässt die hinter einem herlaufen, Party auf Schaden, die kriegen kaum XP und dir selbst ist es wurscht, weil du machst mehr Schaden und nur das interessiert dich so ungefähr. Aber dann kam neulich jemand in den Stream und meinte, nee, er macht das, weil er dann mehr XP bekommt und er hätte es getestet und es wäre so. Und ich habe das schon mehrfach getestet, seit Flive Universe released wurde, sogar vor Release von Flive Universe habe ich mir das immer wieder angeguckt, wie genau diese XP-Boni in der Party funktionieren oder welche Auswirkungen die Leecher darauf haben. Und das Ergebnis ist immer das gleiche, es hat keine Auswirkung. 1 versus 8 ist genau das gleiche. Und ich habe das jetzt heute hier nochmal getestet. Das hier oben war der letzte Test. Ich habe meine anderen Daten tatsächlich nicht mehr gefunden. Das muss in irgendeiner anderen Excel-Tabelle sein. War jetzt zu faul zu suchen, bin ich ehrlich. Aber man sieht hier tatsächlich trotzdem das Gleiche. Das letzte Mal habe ich es wohl getestet in Coral Island bei Captain Tiger. Ich weiß nicht, wann das war. Wahrscheinlich 2023 oder 2024. Das ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Und hier ist das gleiche Ergebnis. Also ich habe die Daten hier nicht verändert, nicht angeguckt. Party auf Schaden 1 Leech, 31. Party auf Schaden 1 aktiver Leech, 31. Party auf Schaden mit 7 Leech, 31. Immer genau die gleiche XP. Und jetzt Jahr 2026. Test bei Small Hellhound 186. Ich bin 182. Party auf Schaden. Party Solo ist tatsächlich 0,16. Das war damals auch so. Solo ist es tatsächlich weniger. Und dann Party auf Schaden 1 Leech. Alle inaktiv waren immer. Ich habe es aber auch mit aktiv getestet, kam das gleiche bei raus. 0,17, mit 2 0,18, mit 3 0,17, mit 4 0,18. Ich habe halt immer abwechselnd einen Mob gekillt und anscheinend kriege ich gerade bei Hellhound genau irgendwie so einen komischen 0,5 Betrag, sodass immer 2 Monster zusammen ergeben 0,0035 und weil das halt 0,0035 wäre das Gesamtkonzept. Und das heißt, ein Mob gibt halt irgendwie 0,0075 und dann noch irgendwas hinter, also so weit, dass es halt nicht mehr angezeigt wird quasi. Aber es kommt immer das Gleiche bei raus. Das Ergebnis ist das Gleiche, die Zahl ist einfach nur kleiner geworden und das ist es halt. Und ich weiß nicht, wie andere Leute da auf ein anderes Ergebnis kommen, weil das ist unmöglich. Man kann nicht auf ein anderes Ergebnis kommen. Party, wie gesagt, war auf Schaden. Und was diese Leute halt denken, ist halt dieser XP-Bonus hier oben. Also man sieht jetzt hier, ich habe einen Leecher in der Party. Und jetzt kann ich ja einfach mal kurz hier mit dem zweiten reingehen, mit meinem Ranger. Und jetzt sieht man, was sich hier verändert. Hier steht jetzt 14 plus 25. Und wenn ich jetzt hier reingehe, ist es 21. Und wenn ich jetzt mit dem BP reingehe, ist es 28. Also für jeden Leecher 7%. 35. 42. 49 und jetzt 56. So. Und ist halt ein psychologischer Effekt. Der XP-Bonus ist jetzt hier höher und deswegen, muss ich mehr XP bekommen. Wenn das aber wirklich so wäre, dann müsste ich jetzt ja viel mehr XP bekommen. Dann müsste ich jetzt ja hier irgendwie in fast 0,0030 bekommen. Ja, kriege ich aber nicht, weil so funktioniert das halt einfach nicht. Dieser XP-Bonus bezieht sich, soweit ich das weiß, und es steht ja auch dabei, auf aktive Mitglieder, die mitkämpfen. Das heißt, wenn 2 Leute aktiv sind, dann passiert hier etwas. Die XP von dem Levelnden, also von meinem Charakter, verändert sich aber niemals. Wie genau die Konzeption dann ist, wenn du irgendwie 3 aktive Charakter hast und sonst was, das ist dann schon ziemlich kompliziert. Aber darum geht es gar nicht.
sondern die These oder die Behauptung war einfach, du hast einen inaktiven Leecher, oder also vollkommen egal, ob er inaktiv oder aktiv ist, du hast Party auf Schaden, ein Leecher und dann hast du Party auf Schaden mit 8 Leechern und mit 8 kriegst du mehr XP und das ist faktisch einfach falsch. Das ist jetzt falsch, das war vor 2 Jahren falsch, das war vor 3 Jahren falsch und vor 4 Jahren war es auch schon falsch. Es gibt aber tatsächlich einige Leute, die denken, dass das so ist und das ist halt nicht so. Die verwechseln diesen aktiven Leecher-Bonus oder den aktiven Leecher-Bonus, den du bekommst, wenn es zum Beispiel meine M heilt, bekommt er ja viel mehr XP, als wenn er inaktiv ist. Und das ist dieser XP-Bonus. Und die verwechseln das halt und denken, das würde sich auch auf den Leveler beziehen. Und das tut es halt nicht, weil der Leveler ist ja immer aktiv. Und das ist im Endeffekt diese Misskonzeption. Und um euch das nochmal kurz zu beweisen hier, damit ich hier nicht wie ein Scharlatan rüberkomme. Oh, hoppla, das war jetzt der Knight. Ja, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ohne Power-Ups hauen die Viecher mir richtig aufs Maul. Und hier wird es auch kein Link-Attack und ich will jetzt auch keine Party auf 40 ziehen, etc. Also, ich töte jetzt hier mal einen Mob. Na gut, das habe ich 2 gebrüllt, aber ist egal. Das eine müsste früher sterben. Vielleicht ein paar 1v1-Skills machen, damit es wirklich früher stirbt. Ja, sorry für den Low Damage, by the way. So, also ich habe jetzt 11,74. Merken wir uns hier kurz. 74. 92. Also ich habe wieder die 18 bekommen. Und schmeiß mal schnell einen raus, bevor das zweite Mob stirbt. 92. Und jetzt müsste es 09 werden, weil es ist immer 18, 17. Oh, sorry, es ist abgeschnitten, by the way. My bad. Aber ja, die XP habt ihr tatsächlich trotzdem gesehen, oder? Die XP müsste drauf gewesen sein. Yeah. Sorry, dafür habe ich nicht gesehen. My bad. Genau, also, wir hatten jetzt 74 auf 92. Das heißt, es waren jetzt die 18. Das heißt, als nächstes kommen die 17, weil es bei mir, wie gesagt, gerade so ein blöder XP-Betrag ist, dass ich nicht immer die gleiche XP bekomme, sondern bei jedem Mob ändert sich das quasi gerade. Genau, es ist 09. Also ich konnte vorhersehen, wie viel es ist. Das war jetzt mit 7 Leechern. Jetzt schmeiße ich noch einen raus. Und jetzt müsste man ja meinen, jetzt kriege ich weniger, aber jetzt kriege ich wieder 18. Also jetzt geht es von 09 auf 27. Weil es vollkommen egal ist, wie viele... Oder warte mal, wir schmeißen alle raus. Weil wir haben ja hier einen XP-Bonus, der jetzt extrem viel runtergeht. Genau, der war gerade bei irgendwas mit 30, 40. Jetzt sind wir bei 14. Und ich habe gerade 17 bekommen mit 7 Leechern. Mit 6 Leechern, mit 7 Leuten in der Party habe ich gerade 17 bekommen. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Party ist immer noch auf Schaden. Und welche Magie? Jetzt bekomme ich plötzlich wieder 18. Und damit ist die These komplett widerlegt. Es ist einfach faktisch komplett falsch. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt, weil derjenige meinte auch, er hat es getestet. Aber ich habe es jetzt ja gerade auch getestet und das Ergebnis ist ein komplett anderes. Also ich weiß nicht, was der da getestet hat. Keine Ahnung. Also ich überprüfe sowas immer gerne selber, weil ich bin auch so, ich muss das selber sehen, ich muss das selber mit meinen eigenen Charaktern pipapo. Und das ist ja jedem sein gutes Recht, dass er das überprüfen will. Aber wenn man es dann überprüft, man kommt zu einem komplett falschen Ergebnis, dann frage ich mich halt schon, was hat man da falsch gemacht, weil das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr 8 Charakter habt, hat das gewisse Vorteile, wie zum Beispiel, man braucht keine Party-Scroll für Link Attack, aber dass dadurch der levelnde Charakter mehr XP bekommt, als wenn er nur einen Leecher hat, wenn die Party auf Schaden steht, das ist falsch. Also bitte, falls ihr jemanden begegnet, der das sagt, dass das so ist, sagt ihm, nein, das stimmt nicht und zeigt ihm dieses Video. Mehr kann man da, glaube ich, aufklärungstechnisch nicht tun. Und ja, dann sage ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Flive Universe Video wiedersehen. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.